Tipps und Tricks gibt es eigentlich, um ein Schlafzimmer wirklich schick und stylisch einzurichten? Darauf gehen wir heute ein. Bevor ich anfange, ein Schlafzimmer einzurichten, frage ich meine Kunden erst einmal, ob sie ein bestimmtes Bett in ihrer Vorstellung haben, was sie gerne hätten. Das haben ja sehr, sehr viele. Und somit fängt die Einrichtung mit dem Bett an und wird komplett drumherum gestaltet, dass es passt zum Bett tatsächlich. Aber in diesem Fall war meine Kundin sehr, sehr offen und wollte auch wirklich nur ein Bett haben, das 1,60 mal 2 Meter ist. Das ist eine wunderbare Größe. Ich finde das immer ganz schön, weil man dann noch genug Raum im restlichen Raum hat, ja, also genug Platz noch hat und das Ganze nicht so wuchtig und grob und klobig wirkt. In diesem Fall habe ich darauf geachtet, dass das Bett sehr schlanke Beine hat und sehr viel Luft unten drunter. Ich mag immer diese klobigen Boxspringbetten leider nicht so sehr. Ich weiß, sie sind sehr beliebt, aber ich finde, es gibt auch schon wieder Boxspringbetten 4.0, ja, und das sind nämlich diese, die haben nämlich nur eine ganz, ganz schmale Box, aber es ist immer noch eine Federbox. Und mit den hohen Füßen wirken sie sehr schlank und luftig, darauf achte ich immer. Und das Kopfteil ist, das Bett ist natürlich jetzt ein Bett, was ich selbst entworfen habe, deswegen konnte ich auf diese Details auch achten. Das Kopfteil zum Beispiel ist bei sehr vielen Boxspringbetten auch ebenfalls sehr, sehr klobig. Es passt halt zum Gesamtbild. Aber wenn wir so ein filigranes Bett haben, achte ich darauf, dass das Bettkopfteil auch sehr filigran ist, nicht zu wuchtig ist. Und von den Ecken her habe ich diesen hier schön abrunden lassen und mit schönen Polsterknöpfen, mit 2 großen Polsterknöpfen bestücken lassen, sodass das Ganze auch einerseits modern, aber trotzdem noch sehr wohnlich und cozy wirkt. Am Kopfteil habe ich mich für einen Samtstoff entschieden und in derselben Farbe, aber eine ganz andere Struktur beim Körper des Bettes, also ein Flachgewebe. So eine Kombination kann man ganz gut machen. Dadurch, dass die Farbgebung dann sehr ähnlich ist, wirkt der Rest auch wirklich sehr, sehr passend. Und ihr seht, die ganzen Textilien, die ich hier in diesem Raum verwendet habe, sind alle sehr Ton in Ton. Selbst der Teppich, dann die schönen Vorhänge von Jaap. Also das sind alles so ganz feine Abstufungen. Dadurch hat man nicht so harte Kontraste und der Raum wirkt sehr harmonisch und gemütlich. Die Rückwand hinter dem Bett ist eine ganz wichtige Wand bei der Schlafzimmergestaltung. Die kann man natürlich auch ganz schlicht lassen oder man kann mit schönen Bildern arbeiten. Ich arbeite hier auch gerne mit ganz besonderen Tapeten. In diesem Fall habe ich mich hier für eine Granulattapete entschieden. Die kommt von Raj Textil und das Granulat wurde auf einen Fließträger kaschiert und hat dadurch wirklich eine ganz tolle, sehr natürlich anmutende Haptik und sie wertet auf jeden Fall diesen Raum unheimlich auf und es wird elegant. Jeder, der hier reinkommt, möchte am liebsten diese Tapete anfassen, weil sie so eine tolle Haptik hat. Aber die Tapete oder generell diese Wand hinter dem Bett, ein ganz wichtiges Element zum Gestalten. Weiterer wichtiger Punkt bei der Schlafzimmergestaltung ist die Entscheidung der Nachttische. Nachttische, das ist so ein schwieriges Thema, weil die meisten Menschen haben immer 2 gleiche Nachttische, einen rechts, einen links. Das ist halt wirklich Mainstream, wirklich der absolute Standard, den ihr machen könnt. Ich versuche ja immer ein bisschen weg vom Standard zu kommen und mag es auch wirklich 2 ungleiche Seiten zu haben. Und in diesem Fall haben wir ja hier diesen Eingangsbereich, von dem es auch gleich zum begehbaren Kleiderschrank gehen wird. Und deswegen bietet sich das eben hier an, mit einem ganz langen Element zu arbeiten. Wir haben hier ein Lowboard mit 4 Schubkästen und das ganze wandhängend. Natürlich in diesem Fall auch maßschneidern lassen. Aber solche Elemente kann man auch fertig kaufen. Einfach mal ein bisschen im Internet stöbern. Ein kleines wichtiges Detail, wenn ihr mit so einem Lowboard arbeitet, ist, dass ich zum Beispiel immer darauf achte, dass die Liegefläche des Bettes
und die Höhe des Lowboards, wenn sie dann wandhängend ist, am Ende auf derselben Ebene ist. Das ist nur so ein kleines Detail, aber das wird gleich viel ruhiger und viel eleganter. Da werden Linien weiter gedacht und weiter gezogen und es entstehen nicht verschiedene Höhen und Tiefen. Das macht es einfach ruhig und entspannt. Darüber haben wir einen Grauspiegel und dieser Grauspiegel passt besonders gut hier zu diesen wunderschönen Leuchten, die ebenfalls so eine Grauspiegelung haben. Das hat dann nochmal so einen ganzen Bezug dazu. Und auf der anderen Seite gibt es gar keinen Nachttisch in dem Sinne, im klassischen Sinne, sondern einfach nur einen Beistelltisch mit einer Tischleuchte. Somit haben wir eben auch gleich das Beleuchtungskonzept besprochen. Das käme nämlich als nächstes. Dass wir hier die Leuchte von der Mitte einfach mal mehr in Richtung Wand gezogen haben. Es ist immer noch relativ mittig im Raum, ein bisschen weiter rechts vom Bett, wenn man in diese Richtung schaut. Und dadurch bildet es mit dem Spiegel und mit dem Lowboard wirklich nochmal so ein einheitliches, schönes Wandbild. Auf der anderen Seite hingegen haben wir nur eine kleine Tischleuchte. Damit arbeiten wir auch mit unterschiedlichen Höhen, mit unterschiedlichen Proportionen. Das bringt immer noch mal ein bisschen mehr Abwechslung in den Raum und wird gleich ein bisschen mehr sophisticated. Der letzte Punkt, nachdem diese ganzen Grundelemente stehen, ist natürlich die Abschlussdeko. Das kann man wunderbar mit schönen Kissen machen, mit Bildern an den Wänden, mit kleinen Details, das Ganze aufhübschen. Achtet einfach darauf, dass ihr, wenn ihr etwas hängt, zum Beispiel wie ein Bild, dass das etwas mit dem zu tun hat, wo drunter oder drüber es hängt. Das ist auch immer ganz interessant. Manchmal, wenn man einfach nur eine leere Wand hat, dann ist es vielleicht nicht so entscheidend, wobei man da auch wirklich auf die Höhen und auf die Tiefen und so weiter achten sollte. Aber in diesem Fall, wenn man zum Beispiel so eine schöne alte Truhe hat, wie wir das hier haben, da unsere Bewohnerin ja lange Zeit in China gelebt hat, hat sie eben noch ein paar asiatische Elemente und dann kann man wirklich das Bild passend zu der Truhe, vom Farbkonzept her, von der Form her, von der Höhe her abgleichen, sodass solche Elemente auch nochmal einzelne Looks und einzelne schöne Ecken ergeben. Und worauf ich auch natürlich immer achte, sind die Vorhänge. Ich achte darauf, dass es hochwertige Vorhänge sind, weil man dann wirklich viel länger Freude damit hat und die einfach den Raum gleich viel luxuriöser gestalten. Diese Vorhänge kommen hier wieder von der Jaap Anstutz Gruppe. Außerdem gibt es einen schönen Puff, einen schönen Hocker von der Firma Bolia in einem Curry-Farbton und einem Samtbezug. Der bringt auch noch mal ein bisschen Wärme rein und der Samtbezug findet sich hier und da auch noch mal in den Kissen wieder. Also man kann wirklich schöne Zusammenhänge erschließen lassen und dann wirkt nämlich der Raum wirklich ganzheitlich, bedacht und konzipiert und das macht einen Raum überzeugend. Für all diejenigen, die sagen, ja, Emel, du gibst immer sehr viele Tipps in deinen Videos, aber irgendwie klappt das bei uns trotzdem nicht und wir würden schon gerne das Ganze doch vom Profi machen lassen. Wie teuer ist das Ganze? Wie lange dauert sowas? Achtet ihr auch wirklich auf mein Budget, was ich euch vorgebe? Ja, natürlich achten wir drauf. Für all diese Fragen bieten wir ein kostenloses Beratungsgespräch an über unsere Webseite. Das verlinke ich euch unten, falls ihr doch mal auf so eine Leistung zurückgreifen wollt. Denn die meisten denken immer, oh mein Gott, das ist so teuer. Ist es gar nicht, denn ein guter Interior Designer macht sich immer bezahlt, weil ihr am Ende so gezielt plant und erst euer Budget berücksichtigt, dass ihr am Ende eher spart, als dass ihr Fehleinkäufe macht und das Ganze zweimal kaufen müsst. Und falls ihr denkt, dass das jetzt das Ende des Videos ist, nein, ist nicht richtig, denn wir gehen ja gleich noch ins Gästezimmer und vorher aber auf jeden Fall in den begehbaren Kleiderschrank. Den solltet ihr euch nicht entgehen lassen, der ist richtig toll. Das ist zwar ein wirklich kleiner begehbarer Kleiderschrank, aber immerhin haben wir einen begehbaren Kleiderschrank. Das ist ja auch ganz toll. Und zwar haben wir hier einen Durchmesser von
90 Zentimeter nur noch übrig und die Schränke sind beide nochmal 60 und 60 tief. Also hier wurde der Raum wirklich gut genutzt und meine Kundin hat auch darauf Wert gelegt, dass die Schränke trotzdem geschlossen sind, auch wenn wir hier vorne nochmal eine Schiebetür haben, dass das wirklich nochmal staubdicht ist und so weiter und so fort. Und hinter mir seht ihr eine Nische und das ist ganz interessant. Da zeigt sich auch der Profi im Tischlern. Wir haben hier einen wirklich wunderbaren Tischlermeister am Werk gehabt und der hat nämlich etwas ganz Tolles gemacht. Er hat hier diese Wand künstlich angeglichen. Die stand nämlich viel weiter ab als die. Und dann hätten wir nämlich keine ebene Fläche gehabt. Und da sieht man eben an solchen Details den guten Tischler. Das ist hier wirklich richtig toll geworden. Und das Regal haben wir auch ganz bewusst offen gelassen, um diese Tiefe hier nicht einzudämmen, sondern wirklich nochmal das Ganze großzügig wirken zu lassen. Das kann man mit Regalen ganz gut. Lediglich hier unten haben wir Schubläden eingebaut, eben für diverse Dinge, diverse Gegenstände, dass man hier nochmal eine schöne Ordnung haben kann. Ihr wisst ja, sowas wie Gürtel oder auch mal Schmuck oder Halstücher und was man alles so hat. Hier kann man ja nicht so viel einrichten, außer die Beratung gut durchzuführen, wie die Schränke aufgeteilt sein sollten. Wir haben hier auch Schubkästen in den Schränken. Wir haben unterschiedliche Höhen für die unterschiedlichen Kleiderhöhen eben auch oder Kleiderlängen. Was ich aber wichtig finde, ist trotzdem nochmal mit einem kleinen Teppich zu arbeiten. Und damit wir eben keine Schrankbeleuchtung innen drin brauchen, haben wir hier mit Spots gearbeitet. Die kann man dann so ausrichten, dass wenn die Türen offen sind, das Licht direkt in den Schrank geht und somit auch eure Sachen klug ausgeleuchtet sind. Das letzte Detail, worauf ich Wert gelegt habe, sind hier in diesem Fall die schwarzen Griffe. Die gehen nicht ganz durch, aber bei den oberen Schränken und bei den unteren Schränken sind sie bündig aufeinander aufbauend. Dadurch wirkt der Entwurf nochmal ein bisschen schlichter und moderner. Und bei den Schubkästen hier unten habe ich auch darauf geachtet, dass die Griffe wirklich über die ganze Länge gehen und nicht nur so ein kleines Stückchen sind. Dadurch kriegt man auch nochmal so eine Ganzheitlichkeit im Entwurf und auch ein bisschen mehr Schlichtheit und Prägnanz. Hier im Gästezimmer ist es sehr überschaubar. Übrigens ist das nicht nur ein Gästezimmer, sondern auch der Yoga-Raum. Man hat ja nicht immer Gäste, also kann man so einen Raum auch sehr, sehr gut nutzen zum Trainieren und Entspannen. Man kann sich auch hier mal zurückziehen und schön lesen. Wir haben hier einen komplett eingebauten Schrank. Also wir haben ja hier schon einige Meter Schrank einbauen lassen in dieser Wohnung, aber eben auch im Gästezimmer. Das ist halt insofern praktisch, nicht nur für die Gäste, sondern auch für Dinge, die man nicht im Alltag immer braucht. Zum Beispiel im Sommer keine Winterkleidung oder umgekehrt. Das kann man hier auch noch mal so ein bisschen entkoppeln, dass der eigene Kleiderschrank oder der Flurschrank eben nicht so überfüllt sind. Wir haben hier auch auf einen schönen, schlichten Kronleuchter gesetzt, der sehr modern ist und weiß und sich somit zurücknimmt. Aber ein paar Elemente aus der alten Wohnung sind hier mitgekommen und das ist tatsächlich dieser Spiegel. Eigentlich war es das auch schon. Es ist tatsächlich nur der Spiegel. Das Sofa ist von Bolia, das Schlafsofa Scandinavia. Und was ich hier in diesem Raum auch wirklich schön finde, ist nicht nur der Teppich, ja, ich mag den Teppich auch. Der ist übrigens, glaube ich, von Westwing auch gewesen. Ne? Unsere Teppiche haben wir diesmal alle von Westwing gekauft, weil die immer diese schönen viskose Teppiche haben. Aber mein persönlicher Favorit in diesem Raum ist die Fensterecke. Da habe ich jetzt extra ein Sitzkissen drauf nähen lassen und man kann da so toll chillen und auf die Spree gucken.